nichts Angenehmeres vorstellen, als meine Freizeit mit Frau Schneider zu verbringen? Nein, wohl kaum. Dann tu bitte nicht so, als käme ich aus einer durchzechten Nacht. Wenn du keine Kritik verträgst. Ich keine Kritik? Ja, genau. Sag mal, du spinnst ja wohl. Hey! Zum Glück habe ich ja jetzt auch einen viel besseren Beschützer als Jean-Claude. Charlie, zu viel der Ehre. Nein, nein. Wenn du da bist, bin ich immer sofort ganz ruhig. Ich hol schnell welche. Nein, das war nicht ernst gemeint. Doch. Kathi! Christoph. Hallo, Barbara. Es ist schön, wieder hier zu sein. Und es ist auch schön, dass ihr hier seid. Gut siehst du aus. Komm, spar dir dein Gesülze. Nach allem, was passiert ist, muss ich wohl froh sein, dass sie nicht mit dem Schierhaken auf mich los ist. Ich könnte auch verstehen, wenn du nichts mehr von mir wissen willst. Bevor du etwas sagst, möchte ich, dass du eines weißt. Das mit Susanne ist vorbei. Ich habe sie geliebt, sehr geliebt, aber ich habe auch erkannt, dass ich dich viel mehr geliebt habe als sie. Dich immer lieben werde. Und deshalb bitte ich dich inständig. Lass uns versuchen, dort wieder weiterzumachen, wo wir vor Monaten aufgehört haben. Ich kann nicht. Frau Schneider. Tut mir leid, wir wollten Sie nicht erschrecken. Wir wollten eigentlich gerade klingeln, als Sie die Tür aufgemacht haben. Ja, ist ja schon gut. Was kann ich denn für Sie tun? Ich wollte eigentlich zu Arno. Ist er schon da? Nein, der ist noch in der Firma. Ja, als ich da angerufen habe, sagte man mir, er sei auf dem Weg nach Hause. Ja, wenn das so ist, dann muss er ja jeden Moment nach Hause kommen. Wenn er nicht irgendwo wieder den Helden spielen will. Sie sind noch verärgert wegen gestern Abend, Da stimmt's? sagen wir es mal so. Ich bin nicht begeistert, wenn ich darüber nachdenke. Das kann ich gut verstehen, aber glauben Sie mir, es ging wirklich um Leben und Tod. Genau wie heute, sonst würde ich Sie nicht schon wieder belästigen. Clarissas Entführer haben sich wieder gemeldet. Jetzt wollen sie 4 Millionen. Oh, das ist eine Menge Geld, aber was erwarten Sie von Arno? Er hat's bestimmt nicht. Na, ich dachte, er kann mir einen Rat geben. Das kann ich auch. Gehen Sie endlich zur Polizei. Keine Polizei, das haben die Erpresser ausdrücklich verlangt. Und warum fragen Sie dann nicht einmal Ihren Begleiter? Es geht hier um Clarissas Leben und um geschäftliche Entscheidungen, die auch ihre Agentur betreffen können. Dürfen wir jetzt also reinkommen und auf ihn warten? Jetzt hör auf! Nur wenn du ganz lieb, bitte, bitte. Nein! Na, alles klar? Hi. Was macht dein Fuß? Wenn du unbedingt Theater spielen willst, dann mach das in der Schule. Aber verschon mich mit deiner Vorstellung. Die Besorgte liegt dir nämlich nicht. Ich mache mir aber wirklich Sorgen um dich. Hast du noch Schmerzen? Ja, und zwar immer, wenn ich den da sehe. Ja, dann guck doch einfach weg. Ja, das versuche ich ja die ganze Zeit. Dann mach hier nicht so einen Aufstand. Ach, du kannst mich mal. Ich weiß, dass ich dich sehr verletzt habe. Aber ich kann es nicht ungeschehen machen. Alles, was ich kann, ist, dich um Verzeihung zu bitten. Und du glaubst, damit ist es getan? Dann sag mir, was ich tun soll. Ich bin zu dir zurückgekommen. Ich habe dich um Verständnis gebeten. Ich habe dir gesagt, dass ich wieder mit dir zusammen sein möchte. Warte. Und wenn du ehrlich bist, dann bist du nicht zu mir zurückgekommen, sondern
Nach Friedenau. Aber ich wusste, dass du hier bist. Aber nicht mehr lange. Ich werde mit Kathi zurück nach Düsseldorf gehen, sobald ich das Geschäftliche hier abgewickelt habe. Und was wird aus uns beiden? Kannst du das auch einfach so abwickeln? Wenn das so einfach wäre. Das heißt, du fühlst dich mir immer noch verbunden. Das heißt, ich kann nicht einfach so tun, als ob nichts gewesen wäre. Oder glaubst du im Ernst, du kannst hier für 4 Monate verschwinden und ich empfange dich hinterher mit offenen Armen? Da muss ich dich leider enttäuschen. Wenn Sie einen dringenden Termin haben, kann ich auch alleine auf Arno warten. Nein, danke. Heute liegt ausnahmsweise mal nichts Wichtiges an. Außerdem hätte ich das auch abgesagt. Ach, hätten Sie. Ja, dann kriege ich Arno auch mal zu Gesicht. Sehen Sie sich denn so selten? Das ist ja ein Jammer. Also wenn ich Arnos Lebensgefährtin wäre, würde ich ihn nicht so oft alleine lassen. Ist schon ein toller Mann. Wie der mich heute Nacht getröstet hat. Ach. Ja, ich weiß, das traut man diesem Bär von Mann gar nicht zu. Aber wenn der einen erst mal in seine großen, starken Arme nimmt. Aber wem sag ich das? Man fühlt sich in seiner Nähe so sicher und geborgen, finden Sie nicht? Doch. Nur habe ich im Moment leider nicht viel davon. Ich meine, von seiner Nähe. Vielleicht sollte ich mir auch einen muskulösen Begleiter anschaffen. Vergessen Sie es. Wenn man diese Helden braucht, dann fallen sie auf die einfachsten Tricks rein und man steht doch alleine da. Ja, Arno wäre das nie passiert. Also ein Hoch auf Super Arno. Ehe ich es vergesse, er hat auch was liegen lassen. Ich nehme an, es ist ihm rausgefallen, als er sich wieder angezogen hat. Angezogen? Ja, oder schläft Arno für gewöhnlich in seinen Hosen? Für gewöhnlich schläft Arno hier. Arno, da bist du ja endlich. Was ist denn hier los? Die Entführer haben sich wieder gemeldet. Gibt es ein Lebenszeichen von Clarissa? Nein, aber eine neue Lösegeldforderung. Wie viel? 4 Millionen. 4? Das ist kein Trinkgeld. Kannst du die Summe aufbringen? Unter normalen Umständen ja. Aber wir haben nur 24 Stunden Zeit. Und es gibt wirklich nichts, was dich zum Bleiben bewegen könnte. Es gab mal was. Aber das ist in der Zeit, als ich auf dich gewartet habe, verloren gegangen. Barbara, 4 Monate. Was sind denn 4 Monate im Vergleich zu den Jahren, die noch vor uns liegen? Gelegen hätten, wenn dir nicht der Verstand in die Hose gerutscht Das wäre. ist doch nicht wahr. Die Sache mit Susanne war doch... Wie? Sag's mir. Wie war die Sache mit Susanne? Die Sache mit Susanne war... Wir beide waren plötzlich in einer Situation, wo wir das Gefühl hatten, einen neuen Anfang machen zu müssen. Und als du erkannt hast, dass sie nicht mehr in dein Leben passt, da hast du sie einfach abgeschoben. Nein, wir beide haben erkannt, dass ich dich mehr liebe als sie. Und warum bist du nicht gleich zu mir zurückgekommen? Ich brauchte die Zeit zum Nachdenken. Ach so, du musstest immer drüber nachdenken, ob du mich liebst. Über uns beide habe ich nachgedacht. Über mich, über all die Fehler, die ich in meinem Leben gemacht habe. Was ich verändern kann und muss. Glaub mir, die Zeit war sehr wichtig für mich. Dann kann es mit deiner Liebe nicht sehr weit her sein, wenn du erst wochenlang drüber nachdenken musst. Ich weiß ganz genau, dass ich ihn hier irgendwo hingelegt habe. Suchst du irgendwas? Komm, lass uns gehen. Hier stinkt's nach Verrat. Ich gebe dir die Kassette, sobald ich meinen Walkman gefunden habe. Ach so, suchst du zufällig den? Wenn du noch mal an meine Sachen gehst, dann... Was dann? Dann kannst du was erleben, klar? Ja, und wenn du meine CD-ROM nicht rausrückst, die du dir ohne zu fragen ausgeborgt hast, dann erlebst du was, klar? Hier, ist sowieso ein Spiel für Hirnamputierte. Tja, dann ist es ja genau dein Niveau. Kommst du? Niveau ist übrigens ein Fremdwort und heißt so viel wie geistige Entwicklungsstufe. Jetzt reicht's langsam. Arsch! Sag mal, hast du sie noch alle? Lass mich los oder du fängst hier ein Hört paar. doch endlich auf mit dem Scheiß! Hau bloß ab oder ich vergess mich. Ich gehe, wann's mir passt, klar? Au! Beantwortet das deine Frage? Das machst du nicht nochmal. Was ist? Willst du schon wieder eine Beulerei anfangen?
Lass uns gehen. Ja, das wird auch langsam Zeit. Wenn du dir ein paar einfangen willst, dann komm her. Ich lass mich doch von deinem pubertären Gehabe nicht provozieren. Du bist ja schon so unheimlich erwachsen. Frage ich mich bloß, warum du noch mit anderen Jungs Fußball spielst. Ja, das verrate ich dir, sobald du in meiner Villa den Pool geschrubbt hast. Villa. Ich hätte echt der Größenwahn gepackt. Und wo sowas muss ich mir ein Zimmer teilen. Ja, aber nicht mehr lang. Ich zieh nämlich aus, und zwar schon morgen. Wie viel kannst du von Clarissas Konten ohne Probleme abziehen? 1 Million? Bleiben noch 3. Ja, ich könnte natürlich ein paar Aktienpakete verkaufen. Aber dafür brauche ich auch mehr Zeit. Zeit. Wie bekommen wir Zeit? Wir fordern ein Lebenszeichen von Clarissa. Das schafft uns Luft. Wenn die Entführer sich nicht darauf einlassen und Clarissa nach Ablauf der Frist... Das hätten sie längst getan. Nach der ersten Zahlung hätten sie es getan. Herr Brandner hat recht. Die Entführer wollen das Geld. Eine tote Frau von Anstetten ist für sie wertlos. So gesehen. Ach, wenn du wenigstens die Verhandlungen führen könntest. Du bewahrst wenigstens einen kühlen Kopf. Ob sie einen neuen Verhandlungspartner akzeptieren, ich weiß nicht. Ich kann sie beim nächsten Anruf ja fragen. Ein Versuch wäre es immerhin wert, oder? Heißt das... Was hast du denn vor? Ja, na was wohl, nach Hause fahren? Ich halte es ja keine Minute länger aus. Du etwa? Ich muss... Außer Hops gehen muss man gar nichts. Ja, schon. Ja, also, dann lass uns doch endlich von hier verschwinden. Ich kann doch nicht einfach Knall auf Fall Friedenau verlassen. Und warum nicht? Es gibt so viele Dinge, geschäftliche Dinge, die ich mit Christoph klären muss. Das ist doch alles nur ein Vorwand. Schon möglich. Mein Gott, ich verstehe dich nicht. Erst lässt Christoph dich sitzen und jetzt? Mein Gott, der ist doch wirklich keinen Cent mehr wert als Dennis. Ich glaube, die Sache ist ernster. Nick will ausziehen. Was? Und zwar bevor er zum Lehrgang fährt. Ja, aber davon hat er mir ja noch gar nichts erzählt. Tja, warum sollte er? Nick ist erwachsen, der kann tun und lassen, was er will. Solange er hier wohnt, erwarte ich von ihm, dass er mich nicht vor vollendete Tatsachen stellt, sondern mich vorher informiert. Schließlich ist ja die ganze Familie von so einer Entscheidung betroffen. Schöne Familie. Weil ein Bruder wegen dem anderen auszieht. Naja, das wird noch in Ruhe beredet und diskutiert. Morgen früh, wenn ich aus Hamburg zurück bin, werde ich gleich mit den beiden reden. Apropos Hamburg, ich muss los. Ja, in deiner Tasche ist eine Thermoskanne oder ein paar Brote, ja? Ich danke dir. Bitte. Ich muss mich beeilen. Ja. Wenn die Vorlagen nicht pünktlich in der Druckerei sind, kann ich mir gleich einen neuen Job suchen. Vielen Dank, aber ich krieg keinen Bissen runter. Versuch es wenigstens. Dadurch, dass du zusammenklappst, hilfst du Clarissa auch nicht. Na schön. Los, geh ran. Und will das die Entführer sind? Du hältst dich genau an das, was wir abgesprochen haben. Ich kann nicht. Charlie, jetzt reiß dich zusammen. Clarissa, willst du sie im Stich lassen? Gut. Ja, bitte? Am Apparat. Hören Sie, bevor Sie weitere Forderungen stellen, muss ich Ihnen mitteilen, dass ich nicht mehr mit Ihnen verhandeln kann. Ja, mir wächst das Ganze über den Kopf. Und bevor ich einen Fehler mache und dadurch die Übergabe gefährde, möchte ich jemanden hinzuziehen. Arno Brandner, Clarissas Geschäftspartner. Sind Sie einverstanden? Sie sind einverstanden. Ja?
Ja, ich bin über alles informiert. Hören Sie, was Sie verlangen, das ist völlig ausgeschlossen. 4 Millionen in 24 Stunden. Ich brauche eine Woche. 3 Tage. Gut. Aber bevor es zu einer Übergabe kommt, wollen wir ein Lebenszeichen von Clarissa, Frau von Anstecken. Gut. Ich erwarte Ihren Anruf. Und? Ja, hast das ja mitbekommen. Wir kriegen 3 Tage und ein Zeichen von Clarissa. Das ist doch großartig. Oder nicht? Im Prinzip schon. Aber? Es ging alles viel zu glatt. Ich habe den Eindruck, die wussten schon vorher, was wir wollten. Ich hätte Nick einfach ein paar in die Fresse schlagen sollen. Und dann? Dann wüsste er, was Sache ist und mir ging's viel besser. Oder ich dürfte dich verarzten. So ein Quatsch. Die Zeiten, in denen Nick stärker war als ich, sind längst vorbei. Trotzdem möchte ich nicht, dass du dich mit ihm prügelst. Zumal er sowieso bald auszieht. Gott sei Dank. Also lange halte ich es mit dem Typen auf einem Zimmer nämlich nicht mehr aus. So wie Nick heute drauf war, kann ich das gut verstehen. Und das war noch harmlos. Aber du wolltest mir ja nicht glauben. Weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass Nick so stur ist. Tja, jetzt hast du es mit eigenen Augen gesehen. Aber was soll's. In 4 Tagen fährt Nick sowieso auf diesen Fußballlehrgang. Genau. Und bis dahin ignorieren wir ihn und Steffi einfach, okay? Bin echt mal gespannt, wen dein Bruder und seine saubere Freundin als nächstes aus dem Stück ekeln. Also wenn sie es auf jeden abgesehen haben, der besser spielt als sie, sollten sie sich vielleicht schon mal nach einem 2-Personen-Stück umgucken. Du bist ja bloß neidisch. Und du solltest dich in Acht nehmen, sonst verbringst du die restliche Schulzeit heulend auf deinem Klo. Ach du, was? Hey, 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 also Mädels. Wenn ihr euch streiten wollt, dann tut das zu Hause, aber nicht hier, okay? Ja, alles okay. Einfach ignorieren. Schon vergessen? Hm? Komm, lass uns an der Theke warten. Der Kindergarten muss eh bald ins Bett. Wenn ich dir irgendwie helfen kann. Das ist ganz lieb von dir. Aber solange ich nicht selber weiß, was ich will, kann mir keiner helfen. Heißt das, du hast in all den Monaten nicht mal drüber nachgedacht, was passiert, wenn Christoph zurückkommt? 1000-mal habe ich mir vorgestellt, wie es wäre, wenn er plötzlich in der Türe stünde. Und? Am Anfang hätte ich ihm am liebsten den Hals umgedreht, aber dann... Dann bist du hierher gezogen und hast dich um seinen Kram gekümmert. Zu der Zeit habe ich mir nichts mehr gewünscht, dass er zurückkommt. Dass er zurückkommt und mich in den Arm nimmt. Und ich hätte ihn massakriert. An dem Punkt bin ich heute auch wieder. Dann freust du dich also doch nicht, dass er wieder da ist? Freuen schon, aber bevor er zurückgekommen ist, hatte ich das Gefühl, dass ich ihn liebe. Ja, und jetzt? Und wie hat Charlie reagiert? Ich meine, auf deine Vermutung, dass die Entführer scheinbar genauestens über jeden eurer Schritte Bescheid wissen. Natürlich hatte sie Angst. Sie wollte mich kaum gehen lassen. Das kann ich mir vorstellen. Ja, und du bist trotzdem einfach so weggegangen. Ja? Warum fragst du? Doch gut, ihr hättet euch ja noch eine Pizza bestellen können. Was soll das? Ja, euer gemütlicher Abend neulich. Ich denke, du hast mir da ein paar interessante Details verschwiegen. Hab ich nicht. Ach. Ich sehe keine Veranlassung, dir von Sachen zu erzählen, die absolut überflüssig und belanglos sind. Frau Schneider war aber ganz anderer Meinung. Sie schwärmte in den höchsten Tönen von diesem schönen und gemütlichen Abend. Frau Schneider übertreibt gern. Ach was. Ja. Die Pizza war kalt und der Belag schmeckte nach Arno, nichts. ich will keine Pizzakritik. Ich möchte wissen, ob du mit ihr was hast. Sie konnte nicht schlafen. Also haben wir ferngesehen. Lass mich raten. Ein Liebesfilm. Ja. Wie romantisch. Du bist eifersüchtig. Eifersüchtig? Ich? Auf Charlie Schneider? Habe ich Grund? Ich glaube es nicht.
Nein. Und tschüss. Was ist denn hier los? Sag mal, spinnst du? Ich würde an deiner Stelle nicht mal dran denken. Finger weg, sonst fängst du dir eine. Das Gleiche gilt für dich, wenn du die Sachen nicht sofort wieder fein säuberlich in den Schrank zurückräumst. Kapiert? Das war ja mehr als deutlich. Ja, dann tu gefälligst, was ich sage. Du solltest froh sein, dass ich dir auch noch helfe. Wobei? Beim Packen. Oder meinst du, Oma macht das für dich, wenn du ausziehst? Wieso sollte ich ausziehen? Du hast doch gesagt, dass du... Ich hab's mir eben anders überlegt. Und dir kann ich nur raten, dich warm anzuziehen, Junge. Ja, bitte. Barbara. Bevor du dich in weiteren Erklärungen versuchst, hör mich an. Ich habe lange über uns nachgedacht. Und je länger ich nachgedacht habe, desto bewusster ist mir geworden, dass ich mich in den letzten Monaten sehr verändert habe. Ich habe mich auch verändert. Mag sein, aber deine Rückkehr hat mir schmerzlich bewusst gemacht, wie sehr ich unter der Affäre mit Susanne gelitten habe. Und es naiv war von mir zu glauben, dass nach deiner Rückkehr alles so sein würde, wie es mal war. Ja, es ist mir auch klar geworden. Dann wirst du bestimmt auch verstehen, dass ich... so schwer es mir fällt. Ich kann nicht anders. Weißt du, es ist aus. Barbara, bitte wartet. Ich liebe dich doch. Ja, und danke, dass Sie mir beim Hochtragen geholfen haben. Was ist denn hier für ein... Was ist das denn? Ein Regal. Ach, da wäre ich von alleine nicht drauf gekommen, danke. Ja, warum fragst du dann so blöd? Weil das die ganze Zeit im Keller stand. Ja, das wird sich jetzt ändern. Was soll denn das heißen? Das Regal kommt in unser Zimmer. Ja, aber auf deine Seite, nicht auf meine, damit das klar ist. Ja, kein Problem. Das wird nämlich so eine Art Sichtschutzwall, damit ich dein dummes Gesicht nicht mehr sehen muss. Verstanden? Ja, super. Ist vielleicht ein bisschen löchrig, dein Sichtschutzwall. Kein Problem, ich stopfe da einfach ein paar Bücher dazwischen. Gute Idee. Aber du und Bücher? Ich meine, die Fußball-WM in Bildern 94, 90, 86 könnte ein bisschen eng werden. Hm? Aber weil das auch andersrum geht, leih ich dir einfach ein paar Bücher. Sehr zuvorkommend. Gott, das kann man ja nicht mit ansehen. Ja, Mann, wir müssen schräg reintragen, sonst passt es nicht durch die Tür. Besserwisser. Was macht ihr denn hier? Hört mal. Nick will eine Mauer in unser Zimmer bauen. Ja, und jetzt geh bitte zur Seite, sonst passiert noch was. Aber das Regal passt überhaupt nicht in euer Zimmer. Oma, lass das mal unsere Sorge sein. Also los, jetzt bringt das mal wieder weg. Ja? Das ist unsere Sache. Also, das ist doch...